Im Winter 2020 haben in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover 3.000 bis 4.000 Menschen keine Wohnung. Nach Schätzungen des Straßenmagazins Asphalt leben davon etwa 900 auf der Straße. Ihre Lage ist, im Angesicht der Corona-Pandemie, besonders bedrohlich. Stay at home ist ohne Zuhause nicht möglich. Unter dem Motto „Jetzt besetzen wir“ ziehen im Dezember 2020 mehr als 800 Menschen durch die Stadt. Aufgerufen haben Obdach- und Wohnungslose sowie linke AktivistInnen. Als Bündnis üben sie mit einer großen öffentlichen Kampagne Druck auf die Stadt aus. Tausende Plakate und Flugblätter tauchen in Bahnen und Briefkästen auf. Mit einer klaren Botschaft: Wenn die Stadt nicht leerstehende Gebäude öffnet, nehmen sich Betroffene und AktivistInnen diese, um dort Wohnraum einzurichten. Ich bin Sozialarbeiter im Bereich der Wohnungslosenhilfe und hätten wir heute nicht für unsere Klientinnen und Klienten auf, würden wir auch hier mitmarschieren wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen, weil wir enttäuscht sind und auch wütend darüber, dass seitens der Landeshauptstadt und der Region mit Flickschusterei und mit Scheinprojekten die Menschen hingehalten werden. Wir haben bereits 2 Todesfälle. Sollen wir irgendwann tatsächlich nur noch Strichlisten führen über die Erfrorenen? Das sehen wir nicht ein. Und deshalb ist das genau das Richtige. Tja, ich sag mal, der Zweck heiligt die Mittel. Ganz einfach, der Zweck heiligt die Mittel. Es muss, wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Auf Worte folgen Taten. Eine kleine Gruppe AktivistInnen besetzt während der Demonstration einen städtischen Leerstand in der Schulenburger Landstraße. Das besetzte Haus ist an der Schulenburger Landstraße 158 an der Straßenbahnhaltestelle Benecke-Allee. Die Linie 6 fährt direkt von hier dorthin. Uns hat während der Demonstration „Jetzt besetzen wir“ von der Kampagne „Sonst besetzen wir“, ein Zusammenschluss von Wohnungslosen und Aktivistinnen aus Wohnrauminitiativen, hat uns während der Demonstration, während einer Zwischenkundgebung die Nachricht erreicht, dass hier ein Haus besetzt worden ist. Hausbesetzungen sind per se ein Hausfriedensbruch, wenn es denn zur Anzeige gebracht wird. Das ist ein absolutes Anzeigedelikt oder Antragsdelikt. Das heißt, der Hauseigentümer muss einen Antrag stellen, damit es überhaupt zu einer Strafanzeige kommt. Der Ball liegt im Feld der Stadt Hannover. Sie muss sich entscheiden, will sie ein weiteres Mal Wohnungslose aus Wohnraum vertreiben bei aktueller Situation, wo es unter 0 Grad sind nachts, oder nimmt die Stadt ihre soziale Verantwortung wahr und lässt Menschen einfach mal in den Räumen. Die renovierungsbedürftigen Häuschen waren früher schon mal Bedürftigenunterkünfte. Der Komplex steht aber seit mehreren Jahren leer. Unsere Perspektive hängt davon ab, ob die Polizei Hannover Interesse daran hat, Häuser für Wohnungslose zu öffnen oder nicht. Sie hängt davon ab, ob die Polizei Hannover Wohnungslose auf die Straßen lassen möchte oder nicht. Die Polizei Hannover macht sich Handlanger der Wohnungslosigkeit im Moment. Die Stadt lässt nach wenigen Stunden die Häuser räumen und sagt, sie verhandeln nicht mit HausbesetzerInnen. Laut einem Beschluss des Stadtrats ist das Areal als Unterbringung für Obdach- und Wohnungslose vorgesehen. Die Umsetzung lässt immer noch auf sich warten. Das Problem bleibt. Im Angesicht des nahenden Winters brauchen viele unmittelbar ein Dach über dem Kopf. Eine kleine Gruppe Betroffener und AktivistInnen haben sich zusammengeschlossen und heimlich einen weiteren Leerstand besetzt. Ich bin hier, weil ich obdachlos bin und durch meinen Partner einen Freund kennengelernt habe oder Freunde kennengelernt habe, die uns helfen konnten, eine Wohnung zu besetzen, und zwar die hier. Und erstmal von der Straße nicht auf der Straße leben zu müssen. Das hat uns so irre geholfen, also auf jeden Fall vom Gefühl her ist das, ja, wie ein Gesundwerden gewesen. Ja, darum bin ich hier. Ich bin hier, weil sich einfach mehrere Menschen dazu entschieden haben, das anzukündigen, dass wir Wohnungen besetzen werden. Menschen, um die es geht, die von der Obdachlosigkeit betroffen sind und auch davon betroffen sind, dass es in den Unterkünften scheiße läuft. Wirklich scheiße läuft, habe ich auch meine Erfahrung. Und gerade durch die Securities läuft es echt scheiße. Ja, und da einem wirklich nicht unbedingt geholfen wird und ich da ja
irgendwie, ich hätte mit meinem Partner auf der Straße geschlafen. Und dann haben wir halt Gott sei Dank Freunde gefunden, die dieses Projekt am Start geholt haben und gesagt haben, ja, ihr könnt hier hin, wir kämpfen für die gleiche Sache oder wir unabhängig davon, ob wir wohnungslos sind oder nicht, kümmert uns dieses Thema. Und ja, wir helfen euch, illegal oder legal, wie man es auch nennt, hier Unterschlupf zu finden. Und sind auf eurer Seite und helfen euch, weil es Geldstrafen gibt. Und wir haben das angekündigt in der Bahn. Ich habe ja vorher, bevor ich damit gerechnet habe, dass es für mich in Frage kommt, habe ich in der Östra gesehen, überall diese Faltblätter. Überall. Also das war eigentlich so deutlich angekündigt, dass Wohnungen besetzt werden. Und ich dachte, Mensch, das ist so eine tolle Sache, endlich macht mal einer was. Ja, und dann bin ich tatsächlich in diesen Kreis gekommen, wo es dann darum ging, dass ich davon eine Betreffende sein kann. Wir plakatieren, um Menschen einerseits aufzufordern, uns Leerstand zu melden und andererseits Menschen, die keine Wohnung haben, das Angebot zu machen, mit uns gemeinsam Wohnungen zu besetzen. Allein in diesem kleinen Viertel, und es ist echt nicht groß, weiß ich von mindestens 3 Häusern, die fast komplett leer stehen. Ich komme aus einem Kollektiv, das sich mit Wohnraum beschäftigt, und da haben wir schon auf verschiedene Arten Leute unterstützt, die Probleme mit Wohnraum haben. Im Moment haben wir uns auch mit wohnungslosen und obdachlosen Menschen zusammen organisiert. Da sind, denke ich, so die drängendsten Probleme. Da wird eben im Moment versucht, nach leeren Wohnungen zu schauen und da gemeinsam die Türen aufzumachen und zu ermöglichen, dass Leute, die sonst auf der Straße schlafen müssten, eben eine Wohnung finden. Um leerstehende Wohnungen zu besetzen, sind wir meistens mehrere Phasen durchgegangen. Und das erste ist natürlich erstmal überhaupt Bescheid zu bekommen und mit Leuten zu reden. Wenn man sich das zutraut, vielleicht auch mit dem ganzen Haus. Am wichtigsten ist natürlich die angrenzende Wohnung. Also als die aufgemacht wurde, hatten Leute halt einfach 2 Brecheisen dabei und haben das so mit dem einen angefangen, das zwischen Rahmen und Tür zu machen und das ein bisschen den Abstand vergrößert und dann das nächste drunter angesetzt und dann wieder so ein bisschen wie beim Fahrradschlauch. Vor 30 Jahren hätte ich gesagt, irgendwie haben wir auch selber Schuld. Und heute sehe ich es komplett anders. Da bin ich wirklich vom hohen Ross runter. Solche Leute trifft man ja oft genug, die verächtlich vorbeigehen oder schnorren da mal so aus 2 Meter Entfernung irgendwie einen Euro in den Becher schmeißt. Nee, da bin ich etwas demütiger geworden. Da würde ich sagen, ich wünsche keinem Menschen in diese Situation zu kommen. Ich bin Lena, ich bin 52 Jahre alt, bin studierte Sozialarbeiterin. Und ja, vor 10 Jahren haben mich 2 Schlaganfälle getroffen, die mich gleich in die Rente und damit auch rentenmäßig ziemlich ins Aus katapultiert haben. Ich habe mich dann von meinem Mann getrennt, bekam erst eine neue Wohnung. Da wurde auf Eigenbedarf gekündigt und seitdem muss ich mich durchs Leben schlagen, wie ich es nie erwartet habe. Ich wohne in einem besetzten Haus oder in einem Haus, wo es illegal ist zu wohnen. Ich würde auch gerne Miete zahlen, aber es gibt hier keine offiziellen Mietverträge mehr. Und ich habe alle Stellen, die mir bekannt sind in Hannover. Ich bin da als Sozialarbeiterin ja selber ein bisschen erfahren, von der SEVO über
außer Selbsthilfe, Linden, was es alles gibt, Privatvermieter etc. angeschrieben und es scheint offensichtlich, ich habe einen B-Schein. Ich habe kein Recht zu wohnen. Und die Eigentümer hier wollen das Haus räumen und das noch vorm Winter. Und ich weiß nicht, wie ich den überstehen soll. Ja, am Ende ist es schon auch eine unbürokratische Reform, Housing First zu betreiben. Wir teilen auf jeden Fall die Ansicht, dass es oft ein Teufelskreis ist. Ohne Wohnung findest du keinen Job, ohne Job findest du keine Wohnung. Und finden es gut, wenn Leute bedingungslos Wohnraum bekommen. Nur ist das leider bisher nicht die Realität und haben wir da gemerkt, dass man da leider nachhelfen muss. Vielleicht hast du da eine Ahnung, wie man das abschließt. Oder die Tür hat sich verrenkt oder keine Ahnung. Ach, ist auch nicht so wichtig. Also hier ist mein Schlafbereich. Ja, da sind meine Essen und so weiter, Kleinigkeiten. Ja. Da ist meine Decke, darauf schlafe ich. So kalt ist das nicht. Also die Stiefel wollte ich probieren, ja, wenn ich schon dabei bin. Voilà, meine Größe. Mann, habe ich echt Glück mit diesen Schuhen, ey. Sieht gut aus. Ich habe letzte Nacht das erste Mal hier übernachtet. Es war gut, für mich in Ordnung. Man hat so ein komisches Gefühl im Bauch, als ob jederzeit irgendjemand kommt und aufmacht die Tür und nachzugucken, wer da wohnt und schläft. Ich bin der Maximilian. Ich bin seit 3 Jahren obdachlos. Ich lebe auf der Straße. Das Straßenleben hat mir so vieles beigebracht. Ich habe vieles gelernt. Ich bin froh erstmal, dass ich eine Wohnung besetzt habe. Und ich bin seit hier 2 Tagen, habe ich das Wohnung besetzt hier. Ich bin 1976 mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen und ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen bis Realabschluss. 1992 habe ich auf Conti Lima angefangen zu arbeiten. Der wurde dann auch irgendwann hier irgendwie saniert und abgebaut. Die Conti Lima gibt es nicht mehr. Dann habe ich bei Conti Stöcken weitergearbeitet. Ja, sozusagen, bis ich gekündigt wurde durch meinen Bandscheibenvorfall. Ich bin auch nicht der Jüngste, ich bin 54, ich komme auf die 55. Ich denke mal, ich habe genug gearbeitet in Deutschland. 31 Jahre habe ich Steuern- und Rentenbeitrag bezahlt. Obdachlos zu sein ist wirklich schrecklich, gerade zur Winterzeit und Corona-Zeit. Und es heißt vom Wohnungsamt, wenn ich da hingehe und Wohnung suche, heißt das angeblich, es ist keine Wohnung mehr. Und die kommen mir mit Antworten, wissen Sie, wie viele Leute Wohnung suchen? Ich weiß, es suchen viele Wohnungen, aber ich bin auch auf der Straße, leider. Ich suche auch Wohnung. Ich bin auch einer von denen, der betroffen ist. Würden Sie gerne auf der Straße schlafen, wohnen wollen? Ganz bestimmt nicht. Das ist meine Meinung. Und deshalb nehme ich mir einfach das Recht. Ich habe keine Alternative, das ist meine einzige Chance. Also ich bin gezwungen, irgendwie Wohnung zu besetzen. Denn wenn der Vaterstaat mir nicht schon helfen tut, dann gehe ich auf meinen eigenen Weg, wie ich mir selber Hilfe schaffe. Naja, also ich werde zusehen, dass ich nicht laut bin, das ist das A und O. Ne? Nur leise wie möglich zu sein. Denn ich will ja länger wohnen und nicht 5 Wochen wohnen, wie bei den letzten besetzten Wohnung. Ne? Und es ist ja auch Winter und es wird noch Schnee fallen die nächsten Tage, denke ich mal. Es wird noch kälter werden und von daher ist es für mich sehr wichtig, die Wohnung lange wie möglich zu bewohnen. Die Erfahrung ist einfach, dass immer mehr Leute auch, die man jetzt nicht gut kennt oder die man nicht für
radikal politisch hält, einfach verstehen, dass es so nicht weitergeht. Jeden Winter erfrieren in deutschen Großstädten Menschen auf der Straße. Und dass eigentlich auch in der Nachbarschaft die Bereitschaft höher ist, als man vielleicht denkt, sowas zuzulassen. Also ich würde sagen, es gab so 3 bis 5 Versuche, die nur kurz gehalten haben. Und viele Häuser, die ausgecheckt wurden, wo Gespräche mit NachbarInnen liefen, aber es dann doch irgendwie sich rausgestellt hat, dass zu oft jemand kommt und guckt, was passiert. Wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die das irgendwie öffentlich sagen, dass das eine Idee sein kann, aber wir haben den Eindruck, das Verhältnis von Leute machen das einfach. Es gibt ja in jeder Stadt Obdachlose, die sich auch selbst helfen und einfach irgendwo reingehen und da schlafen, aber das machen sie dann ja nicht unbedingt öffentlich. Und bestimmt passiert das viel, aber dass das offen politisch diskutiert wird und dabei unterstützt wird, also ist es eher rar, dass wir sowas hören und da deswegen eben der Versuch Flucht nach vorne. Schon geklärt mit Küche, aber haben wir geklärt mit dem Transportieren? Ja, habe ich mit Taube. Macht er das? Ja. Wann? So ein Kühlschrank ist nicht so schwer. Ja, aber zum Transportieren ist das ja. Ich fange jetzt auch an, so mir ein paar Sachen zusammen zu organisieren. Kühlschrank kriegen wir jetzt demnächst noch. Ja, und vielleicht auch noch eine Waschmaschine irgendwie. Ja. Ne, dass wir dann halt irgendwie wirklich so einen Hausstand haben, wo man dann halt sagen kann, so jetzt schmeiß mal schnell noch eine Maschine Wäsche rein, nicht dass du immer zum Tageszeit seine ganzen Klamotten mitschleppen musst. Oder halt auch mal Sachen, es wird jetzt warm, du kannst draußen langsam, die Lebensmittel werden dann schlecht und so, ne. Sowas ist dann schon wichtig und das haben wir uns halt so zusammengesucht. Dadurch, dass ich halt mal auf irgendwen angewiesen war, nie irgendwie Sicherheit hatte, dass ich jetzt kann ich nach Hause kommen, jetzt kann ich schlafen gehen um die Uhrzeit, man war immer auf jemanden angewiesen. Und wenn der Bock hatte, irgendwie bis nachts um 3 Mucke zu hören, bis nicht zum Schlafen gekommen. Und zum Teil auch draußen geschlafen. Hier habe ich einfach meinen Rückzugsort, wo ich einfach, das gibt einem Sicherheit. Man kann sagen, so jetzt gehe ich, es ist vielleicht nicht direkt zu Hause, aber jetzt gehe ich in mein Reich, wo ich mich sicher fühle. Und wo ich die Tür zumachen kann, schlafen kann oder aufstehen kann und einfach machen kann, was ich will. Ne, so, und das ist für mich persönlich gerade super wichtig, weil ich bin noch nicht so lange obdachlos, also eigentlich seit letzten Sommer, jetzt naja gut, fast ein Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und ich finde das einfach, das ist scheiße. Wenn du jeden Tag auf der Suche bist, wo kann ich heute schlafen, finde ich was im Winter. Wir haben einmal draußen gepennt, es war so schweinekalt. Nee, und das war, also die Straße so, Maria, rausgehen ist okay, aber auf der Straße leben und immer auf andere angewiesen zu sein, das möchte ich nicht mehr. Hier wird man nicht so, also gerade weil wir ja auch auf der Straße, wir sind ja tagsüber auf der Straße, schnorren und so. Und da kommen halt schon öfter mal so blöde Blicke und auch blöde Sprüche. Das hast du hier nicht. Hier sind wir alle gleich, wir sind hier alle auf Augenhöhe. Und das kann man schon freundschaftlich wirklich sagen. Als Frau auf der Straße ist es halt schon anders, ist halt auch ein bisschen gefährlicher. Vorher war ich ja mit Dennis aber jetzt bin ich halt alleine und das ist für mich manchmal auch ein bisschen, wo ich auch ein bisschen Schiss habe. Ja, ich mache das, weil ich einfach auch nicht auf der Straße sterben will. Mir bedeutet mein Leben was. Ich möchte irgendwie nicht draußen erfrieren oder auch jetzt, wenn es Sommer ist, irgendwo draußen pennen. Gerade als Frau kann man vergewaltigt werden oder. Ja, und das ist mir, also das würde ich sagen, bevor ich draußen auf der Straße selber zugrunde gehe und mir dann jemand die Möglichkeit gibt, hier so ein Haus zu besetzen, dann nehme ich das in Anspruch, bevor ich selber vor die Runde gehe, ja. Natürlich ist das jetzt besser geworden, seitdem ich diese Wohnung habe und besetzt habe. Man fühlt sich irgendwie sicherer, menschlicher, eigenes Raum zu haben und rein und raus zu gehen, wann man möchte. Man hat eigene Schlüssel und zu wissen, dass man auch duschen kann morgens, eventuell, wenn man den Bedürfnis hat dazu. Und ja, Kochmöglichkeiten haben wir auch hier und ja, es ist natürlich besser und schöner.
Ich mach mal ein bisschen Licht. Ist zwar nicht aufgeräumt, sorry. Ja, so sieht mein Zimmer aus. Also natürlich möchte ich einen richtigen Mietvertrag haben und eine richtige Anmeldung. Das ist für mich wichtig. Sonst muss ich immer zum Berliner Allee, diese Postfachmeldeadresse, wo ich da habe. Ich muss alle einmal in der Woche da anrufen, ob Brief gekommen ist für mich oder nicht. Dann muss ich immer nachfragen oder telefonieren und dort abholen. Es wäre natürlich besser vom Vorteil, wenn man eigene Anmeldung hat und wo das Brief auch in den Briefkasten direkt hier im Haus kommt. Ja. Ne, das ist wesentlich besser. Leider hat man nicht die Möglichkeit, weil wir keinen Mietvertrag haben und keine richtige Anmeldung. Ansonsten ist es besser geworden, anstatt in Little Home zu wohnen. Und hier hat man mehr großen Spielraum, eigene Zimmer, noch größere Räume und wie gesagt, Duschmöglichkeit haben wir. Und man ist nicht alleine. Ich bin nicht alleine zum Beispiel. Man hat Gesellschaft, Freunde sind da. Ja, wir sitzen, unterhalten uns, trinken Kaffee, unterhalten uns und ja, Bier. Michael trinkt immer Bier. Ich nicht so sehr, ab und zu mal doch, ja. Es ist besser geworden, ja, auf jeden Fall. So, fehlt dir noch was? Hier ist noch Geld. Das sind aber meistens 10 Cent. 20. Du hast gesagt, ihr nehmt den Pfand, ne? Ja. Ja, ich krieg das nicht voll hier. Immer wenn es so ist, gehe ich wechseln und kriege Geld. Aber wenn ich den ganz voll habe, habe ich bestimmt 80 Euro. Und ich habe auch viele Leute auch auf der Straße angesprochen, die keine Obhut haben, ob sie nicht bei mir irgendwie ein Zimmer haben möchten und so. Einen Menschen habe ich schon untergebracht. Ja, und davor war ich eigentlich auch schon immer mal wieder wohnungslos und war dann in Notunterkünften. Ich hatte auch schon genug Wohnungen. Jetzt müsste man sich fragen, was hat die Frau gemacht, dass sie immer wieder ihre Wohnung verloren hat? Keine Ahnung, also dumme Zufälle. Jetzt am Ende des Monats will ich mir eine SIM-Karte besorgen, das Handy habe ich. Und dann kann ich meine eigenen Pläne anfangen und dann bin ich auch nicht mehr lange obdachlos. Es ist nämlich eigentlich mein absolutes Ziel und das schon seit 3 Jahren, zur Schule gehen zu wollen, zur Stepschule nochmal. Da können Leute von, ich sag mal 27 bis 45 hin und da war ich mit einem Realschulabschluss, als mein damaliger Freund gestorben ist. Und möchte meinen Realschulabschluss nachholen, möchte Altenpflegerin werden und das ist so mein ganz großes Ziel und da hänge ich eigentlich echt dran und das will ich auf jeden Fall erreichen. Und das geht auf gar keinen Fall mit Obdachlosigkeit und da muss ich auf jeden Fall was finden und werde bis dahin was gefunden haben. Ja. Und dank der Hilfe hiervon konnte ich mir da einfach auch viel Klarheit darüber verschaffen. Also es war einfach wichtig, ja, einen Wohnraum zu haben, irgendwo auch überhaupt Freunde zu haben, Menschen, die das auch was angeht. Also ich habe das immer so schlimm gefunden von der Familie, dass die das wirklich zugelassen haben, egal wie gut es denen ging. Also ich bin ja als Mensch, ich klaue nicht oder so oder versuche schon nett zu sein. Ja, und es waren dann halt Menschen ohne Vorurteile oder die einen wirklich, wo es einfach nur um die Sache ging, die einem dann wirklich zur Seite gestanden haben. Ganz großes Ding eigentlich. Ja, richtig toll gewesen. Das ist Dankbarkeit pur und Freundschaft pur vor allen Dingen. Also Freundschaft, das ist in erster Linie auf jeden Fall stille Freundschaft und tiefe Freundschaft, wenn man so eine Unterstützer hat, die einen gar nicht kennen. Und wirklich ohne Vorurteile auf Menschen geradeaus zugehen und wirklich an der Sache interessiert sind, ohne groß Fragen zu stellen und einfach nur ja, aus ihrer eigenen Augen sehen. Ich mache da jetzt was, obwohl es mir im Leben gut geht, mache ich da jetzt was. Ja, und das ist eine jahrelange Freundschaft. Alleine dadurch ist es schon besser, ne? Dann braucht man nicht, wenn man vor die Tür geht, sich vor jedem Menschenkind zu schämen oder so, weißt du, weil man weiß, es denken nicht alle so wie du oder so. Oder andere, oder was man sich einbildet, was sie denken. Ich meine, kann ja nicht jeder wissen, dass ich obdachlos bin. Im Großen und Ganzen. Es stimmt natürlich, dass der
Machtverhältnis besteht, wenn quasi wir entscheiden können, wem wir den Schlüssel geben. Und wir haben das natürlich immer versucht zu hinterfragen und damit so gut wie möglich umzugehen. Ein Beispiel, das wir hatten, ist zum Beispiel, dass wir auch eine Person unterstützen mussten, die häusliche Gewalt erfahren hat. In dem konkreten Beispiel war es dann natürlich eher praktisch, weil es eher möglich war, dass wir da reingehen, wo der gewalttätige Typ weiß, er ist dann nur, weil wir das ermöglicht haben. Und das dann auch funktioniert hat, dass er dann geht und sie wiederkommen kann. Deswegen war es in dem Fall dann quasi ein Machtverhältnis, das wir eigentlich abbauen wollen, aber in dem Fall, weil es größere Probleme gab, auch ausgenutzt haben sozusagen. Ja, wir versuchen das zu durchbrechen, dass es Leute gibt, die unterstützen und Leute, die unterstützt werden. Aber das ist halt leichter gesagt als getan. Vielleicht fängt das an, das auflösen zu können, aber wäre jetzt auch falsch zu behaupten, als wäre das schon aufgelöst. Damit ich feiern. Ja, klar. Weil meine Kniescheiben, die tun. Ach du Scheiße. Brauchst du eine Schwester? Nee. Die oft noch von. Wollen wir uns mal zocken, Junge? Nein. Der du Arsch. Soll ich mal meinen Bruder anrufen? Nein, immer noch. Bitte. Nein. Du guckst dann immer so scheiße, wenn ich den anrufe. Gut. Nach meinen 2 Schlaganfällen und jetzt noch der Hüftarthrose, die operiert werden muss. Das wird durch Corona auch verzögert. Ich schaffe das hier schon kaum noch hoch. 3., gefühlt 6. Stock. Ich mache das nicht aus Spaß und Lust und Laune. Ich mache das, weil es kalt wird und ich ein Dach über dem Kopf brauche. Wie jeder Mensch von uns. Und von bestimmten Einrichtungen sind mir auch von Leuten, die dort selber tätig waren als Sozialarbeiter, abgeraten worden, die zum Beispiel gesagt haben, darf man sowas sagen, geh niemals zum alten Flughafen. Kannst du froh sein, wenn du morgens den Schlüpper noch anders, wenn du aufstehst. Und so eine Situation setze ich mich in meinem Alter nicht mehr aus. Also schmeiße ich mich echt davon zu. Ja, es gibt schon Nächte, da möchte ich nicht mehr aufwachen. Das stellt sich natürlich keiner. Stellt sich vor, mit 50 so dazustehen. Werdet ihr auch hoffentlich nie in diese Situation kommen. Ich wünsche es keinem Menschen. Ich denke, eine Sache, die man bedenken könnte, ist, dass Leute, die wohnungslos oder obdachlos werden, auch schon vorher irgendwie Probleme in ihrem Leben hatten und vielleicht kein breites soziales Netzwerk hinter sich unbedingt haben. Und dass jeder Mensch irgendwie hier und da in Probleme läuft und das aber mehr reinhauen kann, wenn man keinen Rückzugsort und kein großes soziales Netzwerk hat. Unser Problem ist halt, dass wir einen Hund haben. Und da schreien schon mal fast 3/3, also fast alle Vermieter, nein! Das Tier ist zwar irgendwie ziemlich alt und macht auch nicht viel, aber das interessiert offensichtlich keinen. Dabei ist das sozusagen so, dass für auch, ich sage jetzt mal, nämlich ältere Menschen, auch noch mit Einschränkungen, ich würde irgendwie gar nicht mehr rausgehen, wenn ich ihn noch nicht hätte. Ne? Die Wände sind hintertapeziert mit Zeitungspapier aus dem Jahre 1947. So, Leute, wer noch jung ist, überlegt euch mal, wann der Zweite Weltkrieg geendet hat. 45. Dieses Ding muss also danach saniert worden sein, deswegen fault es hier nämlich auch an allen Ecken und Enden und wir haben hier nichts Putzi-Putz oder irgendwie leben hier in Saus und Braus und Luxus. Wir müssen jeden Scheißtag neues Gas kaufen, um überhaupt warmes Essen zu haben. Die Lichter brennen auch nicht von selber, brauchen Batterien und wie gesagt, das ist hier keine Luxusvilla
Man hat sich gefragt, warum kommt denn da keiner? Kein Hausmeister, das ist ja irgendwie nicht normal. Ja, und dann hat man gefragt und so und dann haben die gesagt, ja, es gibt nur noch einen festen Mietvertrag und dieser Mietvertrag wäre angeblich dann im Sommer ausgelaufen. Also habe ich dann diese Bilanz gezogen, dass man bis zum Sommer auch ganz gut hier wohnen kann, dass der Vermieter dann tatsächlich auch bis zum Sommer darauf scheißt, weil wenn er sowieso schon drauf scheißt und ich nach dem Grund frage und der Grund wahrscheinlich dieser Mietvertrag, dieser eine nur noch vorhandene Mietvertrag wäre, der bis zum Sommer geht, dann habe ich gedacht, dann zieht sich das auch bis dahin. War natürlich Überraschung, dass jetzt jemand an einer Tür stand. Wir haben davon erfahren, dass hier Bambule im Haus war, geklingelt und geklopft wurde, versucht wurde mit dem Schlüssel reinzukommen, was nicht ging, weil das Schloss wohl in der Zwischenzeit ausgetauscht worden ist. Jedenfalls war klar, das waren jetzt nicht irgendwie Freunde, die uns besuchen wollten. Und es ist auch ganz klar, dass sie wiederkommen werden. Und was uns allerdings nicht klar ist, auf welch rechtlichem Eis wir da wandeln. Für uns ist natürlich wichtig, dass da allen klar ist, dass man, wenn man erwischt wird, nicht redet, schon gar nicht über andere, aber einfach gar nicht redet. Weder mit irgendwie den Vermietern viel erzählen, noch der Polizei. Weil natürlich haben wir dann auch gesagt, so, solange ihr den Eindruck habt, dass irgendwie der Vermieter noch wohlwollend sein könnte, kann man natürlich sich auf ein Gespräch einlassen, aber dabei niemals über andere Leute reden und sobald man merkt, dass die Stimmung kippt, kann man ja auch einfach die Aussage verweigern. Und sowohl für die Leute, die da wohnen, als auch für die Leute, die unterstützen, ist auch klar, dass niemand alleine gelassen wird und niemand auch nur einen Cent Strafe selbst zahlt. So, das Geld organisieren wir kollektiv. Und das gibt Leuten natürlich auch eine Sicherheit, das zu wissen. Also es war ein super anstrengender Tag. Die letzten Wochen waren schon super anstrengend, aber heute war es ja eine ziemliche Katastrophe, weil keiner von uns, glaube ich, länger als 3 Stunden geschlafen hat, weil wir jederzeit damit gerechnet haben, dass die Eigentümer oder der Hausmeister hier reinkommen und uns quasi eine Frist von einer halben Stunde setzen, nehmt eure Sachen und geht. Naja, also laut deutschem Recht sind wir de facto natürlich illegal hier. Wir gelten als Besitzer. Wir haben eine Wohnung gefunden. Der eine kommt damit gar nicht klar, weil der zu lange obdachlos war. Und das macht auch irgendwie, also es treibt mich schon in eine gewisse Verzweiflung. Also hätte ich sein Glück gehabt, diese Wohnung zu bekommen, ja. Ich würde jubelnd unter der Decke hängen. Und manche Menschen, die wählen halt die Obdachlosigkeit, die wählen den Alkohol, die wählen die Drogen, die wählen irgendetwas. Aber die Sicherheit, den Schutz der eigenen 4 Wände mit dem Dach über dem Kopf, gerade wenn der Winter anfängt, ist eine Sache, ich weiß nicht, eigentlich sollte die eine Selbstverständlichkeit sein und kein ich krieg zu Kreuze. Haben wir gesagt, wir machen so eine Live-Schalte hier von der WG. Hatten wir mal dran gedacht. Wir würden, die Klicks würden durch die Decke schießen, weil das hier so eine absurde Mischung von 7 Personen war. Also ich glaube, da hätten wir echt... Da wäre alles mit bei gewesen, bis jetzt auf jeden Fall. Bis zum Brand, bis alles. Ja. Also die Einschaltquoten, die wären gut gewesen. Das glaube ich auch. Wenn man da noch für jeden Klick ein bisschen Kohle kriegt, oder wären wir nicht arm gestorben. Nee.
Also das war schon natürlich das Gefühl, wie auf dem Schleudersitz zu sitzen. Wir haben uns auch anwaltlich beraten lassen und gefragt, ob das jetzt nun eine irgendwie komplett rechtsfreie Zone ist oder welche Rechte man auch als Besetzer hat. Das A und O ist das, was der Eigentümer sagt. Und der war ja nun zwischenzeitlich auch bei uns erschienen. Er hat uns keine Frist gesetzt, aber er hat da auch keinen Zweifel dran gelassen, wenn wir die Tür nicht aufgemacht hätten, hätte er uns in dem Moment räumen lassen. Naja, der hat natürlich erstmal die ganze Wohnung abfotografiert, den Zustand der Wohnung und Personalien aufgenommen und ja, ich sag mal, es wäre wahrscheinlich auch recht unklug gewesen, in dem Moment sich da irgendwie zu sträuben. Von daher sind wir eigentlich so verblieben, was eigentlich ganz amüsant ist, dass er so einen Pi mal Daumen Zeitraum angesetzt hat, beziehungsweise den für sich rückerrechnet hat von einem halben Jahr und gerne 10.000 € von uns haben wollte. Für seine Mietausfälle. Nackten, man kann sie erstens nicht in die Tasche greifen. Zweitens war das weder ein Gerichtstitel noch sonst irgendetwas, sondern es war ein Schreiben eben von dem Eigentümer. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und danach hat man irgendwie nie wieder was von dem gehört. Aber wir haben natürlich da noch mehr Gas gegeben, ne, aus der Nummer rauszukommen. Und wir hatten nun das Glück, und wir haben es wirklich über eBay Kleinanzeigen, also nur geschafft, eine Wohnung zu kriegen. Der lustigste Moment war festzustellen, dass das über ein Jahr lang ging. Und dass da keiner kam und Kontrollen gemacht hat, im ganzen Haus nicht. Das war lustig. Wir konnten im Prinzip machen, was wir wollten. Und ich meine, der Vermieter will Leute aus seinem Haus rausschmeißen, um das teurer zu verkaufen. Und achtet überhaupt gar nicht auf sein Haus. Zu hören, dass er auch die anderen Mieter da rausschmeißen will, das war nicht lustig. Aber es war lustig, dass er sich überhaupt gar keine Sorgen um sein Haus machte. Obwohl er so ein Schwein war und alle rausekeln wollte. Wegen seines Geldes. Ja, und dann bin ich da raus, Gott sei Dank eine Nacht, bevor die kamen. Mir geht's gut, die Sonne scheint. Es sind lauwarme 15 Grad. Ja, die Blüten blühen. Ich bin voller Hoffnung. Also ich bin siegessicher. Ich bin gewiss, dass der Staat auch noch eine Überraschung für mich bereithält. Nämlich, dass ich meine Wohnung bekomme. Mit der richtigen Unterstützung klappt das. Christiane vom Tagestreff will mich unbedingt unterstützen. Es geht mir sehr gut, Mann. Ich kriege auf jeden Fall in Hannover eine Wohnung. Ich wohne zurzeit bei meinem Vater in Burgdorf. Burgdorf ist mir zu weit weg, es ist mir zu ruhig da. Mein Leben läuft echt, also zur Hälfte ganz ruhig. Und ich will aber die Balance zwischen ruhig und unruhig finden. Das stört mich noch am meisten. Und das schaffe ich dann erst in der Wohnung. Deswegen, also Christiane, meine Sozialarbeiterin, die das mit ihm beantragt hat, kommt nächste Woche zurück. Und sie ist noch mehr daran interessiert, das mit mir zusammen auf die Reihe zu bekommen. Und ich glaube, dass ich das alleine nicht schaffe, weil das einfach... diese Wohnungslosigkeit bedeutet für mich einfach zu viele Schritte auf einmal. Während ich alles habe, habe ich nichts. Das ist meine kleine Little Home, nennt sich das. Also ich habe hier auch hier Strom bekommen, mit Kabeltrommel verlegt. Ne, Nachbarn waren nett zu mir, haben geholfen, irgendwie, dass ich hier Strom habe. Ich habe ein kleines Radio, Wasserkocher und Heißlüfter für die kalten Tage habe ich auch. Und hier drinnen schlafe ich auf dieser Matratze. Unten verstaue ich meine Sachen, Klamotten und so etc. Licht habe ich auch, Gott sei Dank. Ja, und meine Essenzeug packe ich auch hier rein. Zu Hause bedeutet für mich irgendwie einen Luxus zu besitzen. Irgendwie, dass man sich wohlfühlt zu Hause, dass man gerne zu Hause ist. Das Wichtigste ist nicht nur das Haus oder die Wohnung, das Wichtigste ist, du hast einen netten Nachbarn. Das ist das, was zählt. Was nützt mir eine Zuhause, wenn ich einen egoistischen, habgierigen Nachbar habe, der nur an sich denkt und mit vollem Magen
schlafen geht, ohne zu wissen, dass sein Nachbar verhungert. Ja. Und ich hatte Angst irgendwie vor Anzeige oder dass ich dafür Strafanzeige bekomme. Das hat mir irgendwie so Angst gemacht, ängstliche Situationen geführt, so dass ich dann gesagt habe, ich packe meine Sachen. Und nachdem ich dann so meine Sachen gepackt habe und wieder hier eingezogen bin, habe ich dann später erfahren von den Leuten, die da saßen, wohnen immer noch, dass die Vermieter mit Polizei ankamen und nachgefragt haben und so. Ist alles aufgeflogen. Ja, ich habe keine Wohnung mehr, aber da es ja auch irgendwie nicht so sehr kalt ist wie im Winter, bin ich erstmal zufrieden, dass wieder heiße Tage auf uns kommt, also von Wetter her gesehen. Guck mal, die Bäume haben schon überall ihre Blätter hier, alles Blüten. Guck mal, da ist meine Wildkirsche. Da nasche ich immer, wenn sie voll reif sind. Wenn ihr es nicht gibt, dann besetzen wir es. So ist mein Motto-Tipp. Und das macht mir auch mittlerweile Spaß. Jedes Mal, wenn ich Angebot bekomme, dass eine Wohnung leer steht und so. Und warum sollte ich das nicht ausnutzen? Ne? Also 2-mal hat es geklappt bis jetzt. Ich habe keine Strafanzeige bekommen. Und warum sollte ich in meine kleine 5 Quadratmeter wohnen, wenn ich da eine Wohnung zur Verfügung gestellt habe? Würde ich gerne auch zum 3. Mal tun. Also wirklich, ohne Scheiß. Naja, also Leute, also wenn ihr nach meinem Motto fragt, wie ich drauf bin, seid einfach fair und ehrlich zueinander, hilft denen, die Hilfe brauchen. Seid nicht irgendwie gierig und denkt nicht nur an euch. Man sollte nie sagen, das betrifft mich nie. Irgendwann kann es jedem betreffen, dass er auf der Straße landet, wie es der Fall bei mir war. Und habt Mut, sage ich. Ich sage nur eins, wer nicht wagt, der gewinnt auch nichts. Und wenn er nicht wagt, in die besetzte Wohnung reinzugehen, dann muss er leider draußen erfrieren. Ja. Das ist mein Schlusswort. Also bleibt ehrlich und cool und helft dem hilfebedürftigen Leuten. Okay? Also bereitet euch auf die Situation vor, die am Ende kommt, ja. Entweder ihr findet euer Ende ganz schnell, ihr nutzt dieses, um euren Lebensweg weiter voranzubringen, oder die Chance wird euch einholen und wieder alles zu vernichten. Wir hatten jetzt eine deutlich erfolgreichere Besetzung als gedacht, die über ein Jahr gehalten hat. Und leider ist aber immer noch ein Riesenproblem, wie viele Leute auf der Straße schlafen müssen. Und solange nicht alle Menschen ernsthaft ein Recht auf Wohnraum haben, ist nach der Besetzung vor der Besetzung. Und müssen wir weiter gemeinsam kreativ werden, wie wir Housing First und Wohnraum für alle wirklich zu einer Realität werden lassen können. Und deswegen haben wir jetzt auch noch mal eine neue Kampagne gestartet und sind sehr gespannt, wie viele Leute sich melden, um Leerstand zu melden. Und sind auch sehr interessiert an, wenn andere Leute, die ähnliche Dinge tun, ihre Erfahrungen teilen und wenn andere Leute, die nicht ähnliche Dinge tun, überlegen, ob sie nicht auch damit anfangen können. Ich kann da eigentlich nur so für mich sprechen. Ich irgendwo wirklich das Dach über dem Kopf im wahrsten Sinne des Wortes verlieren würde ich jederzeit wieder besetzen. Weil es einfach in einem, selbst wenn unser Schuldenberg wächst, doch so reichen Land nicht angehen kann, dass wir einen so horrenden Leerstand haben und Menschen, die Wohnraum brauchen, der Zugang zu dem verwehrt wird. Ich würde das jederzeit wieder machen.